Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und das hier sind die neuen Saugbohrer von Milwaukee. Und die sind richtig gut, weil sie eben modular sind. Wie gut die funktionieren, das schauen wir uns gleich an. Denn wir wollen heute testen, staubfrei zu bohren. Und dazu haben wir hier auch noch dieses System und auch noch dieses System. Alles drei werden wir gleich einfach mal schnell ausprobieren. Vor allem aber auch das hier anschauen, weil das hier spart Zeit, Geld und Nerven. Wir wollen heute mal schauen, was können Saugbohrer eigentlich, beziehungsweise wie schaffen wir es mit so einem Bohrhammer ohne Staub zu bohren. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten und ich bin sehr gespannt, welche Möglichkeiten du am besten findest. Schreib das doch mal unten in die Kommentare, würde mich wirklich sehr interessieren. Denn das sind wirklich ja drei verschiedene Systeme, einmal hier direkt an der Maschine, einmal direkt am Loch und einmal quasi im Loch absaugen. Echt interessant, wie viele verschiedene Variationen es eigentlich gibt. Und ich will auch zeigen, dass es auch von Milwaukee alle drei Variationen gibt, aber vor allem möchte ich euch genau dieses System hier zeigen, weil das finde ich schon echt innovativ, denn du kannst hier Folgendes machen, das ist ja ein Saugbohrer, ich erkläre dir das auch gleich nochmal, aber du kannst diesen Saugbohrer, einfach trennen. Und ergo, du hast hier einmal dieses Grundstück und hier kannst du immer andere Größen reintun. Das finde ich schon echt innovativ. Fangen wir mal vorne an. Wir haben hier heute den neuen M18FHX Bohrhammer von Milwaukee. Und damit werden wir gleich alle Tests machen. Wenn du dich für das mehr interessierst, in ein, zwei Tagen kommt dazu auch nochmal ein detailliertes Video. 2,5 Joule, solides, schönes Gerät mit Antivibration, wie man hier oben sieht. Und zwar ordentlich, aber das machen wir dann. Jetzt schauen wir uns aber erstmal Folgendes an. Und zwar fangen wir auch wirklich mit genau diesem Set hier an. Denn wenn du ein Loch bohrst, hast du in der Regel ein Hauptproblem. Und das hast du mit allen Systemen oder mit den anderen Systemen trotzdem. Wenn du zum Beispiel mit dem hier absaugst, ja, an der Wand absaugst, dann hast du folgendes Problem. Hier ist natürlich wunderbar abgesaugt. Das heißt, das, was aus dem Loch rauskommt, ist überhaupt kein Thema. Aber im Loch, da ist natürlich immer noch Staub, Dreck, wie man so schön sagt, oder so kleine Brösel und so weiter und so fort. Und wenn du dort zum Beispiel einen Anker einkleben möchtest, dann musst du das noch irgendwie sauber kriegen. Ausblasen, aussaugen, auspusten, irgendwas machen und tun, um das irgendwie sauber zu bekommen. Das hast du mit diesem System hier nicht. Und übrigens hier ist es genau dasselbe. Auch hier saugst du nur das ab, was rauskommt, aber nicht, was im Loch drin ist. Und jetzt versuchen wir Folgendes, ich versuche das mal im Detail zu zeigen. Das Dust Lock Set kommt genau in dieser Konfiguration und zwar hast du einen 5er, 6er, 8er, 10er und 12er mit dabei. Gerade in diesen Größen bekommt man Saugbohrer eigentlich nie. Und ich finde das super, dass eben auch die kleinen Größen mit dabei sind. Und dann habt ihr hier das Set und da drin ist erstmal der Hauptadapter, nicht der hier. Und hier ist es so, dass ihr dort die verschiedenen Bohrer einsetzen könnt. Und ihr seht Folgendes, wir haben hier die Möglichkeit, den Sauger anzuschließen und dann hier durch führen Kanäle und ich glaube, hier sieht man das vielleicht auch mit der Kamera, in der Mitte ist da ein Loch. Ja? Und da drüber wird abgesaugt. Und jetzt nehmen wir mal wirklich das Größte, was wir hier finden, seht ihr hier wieder ein Loch. Und durch dieses Loch, durch dieses kleine winzige Loch wird wirklich abgesaugt, indem ihr das Ding hier nehmt, den Bohrer nehmt, einsteckt und dann verdreht. Mehr ist das nicht. Leicht drehen. Schaut mal hier. Hier sind so eine Kerben drin und durch diese Kerben, ihr seht hier, ist auch schon mal benutzt worden, durch diese Kerben wird das Ganze angetrieben. Ja? Also festgesetzt und angetrieben. Und hier rein, leicht drehen, so, und dann ist es fest. Und du siehst jetzt hier vorne an der Stelle auch, dass dort wieder Löcher drin sind, hier und auf der anderen Seite auch, dort. Und da drüber passiert das Absaugen. Ja, hier vorne habt ihr gar nichts, da ist nichts dran, sondern da soll gebohrt werden. Und dann dreht sich das Ganze und hier wird dann der Dreck abgesaugt. Und jetzt habt ihr hier das Ganze so konfiguriert für euch und sagt euch, naja, ich will was anderes haben. Einfach nehmen, reintun, nächstes, ja, Moment, so und fest. Oder wieder raus, nächstes und fest. Das finde ich echt super. Großer Vorteil auch von diesem System ist, dass wenn so eine mal verschlissen ist, weil es kann natürlich sein, dass die Bohrspitze irgendwann mal hin ist, dann ist es so, dass ihr genau dieses Teil hier nachkaufen könnt. Ihr müsst nicht das Ganze komplett kaufen. Und wenn ihr euch das folgendermaßen mal vorstellt, ihr könnt ja mal recherchieren, was normalerweise so ein Saugbohrer kostet. Das kostet schon richtig Geld, weil du hast dieses Teil, das geht hier durch, du hast den Adapter hier, wo du den Sauger hier unten ransteckst. All das bezahlst du mal immer komplett, nur weil du eine andere Größe haben willst.
Zusätzlich ist es so, versuch doch mal auf dem Markt einen 5er Saugbohrer zu finden. Das ist fast nicht möglich. So, und jetzt ist es so, das kennt jeder von euch. Du bohrst ein Loch in eine Wand. Und was passiert dann? Du nimmst den Bohrer nochmal, gehst so ein bisschen vor und zurück, dass du so ein bisschen das Bohrmehl halt rausbekommst, dass es entweder rausfällt oder irgendwo hier vorne abgesaugt wird, zum Beispiel mit so etwas. Aber dann nimmst du zum Beispiel einen normalen Dübel, ja, und steckst ihn in das Loch rein. Was passiert? Mit dem Hammer, so bap, bap, bap. Was passiert? Nach vorne kommt noch wieder Bohrmehl raus. Immer. Und zwar, obwohl du so wunderschön abgesaugt hast, alles gemacht und getan, alles super. Und dann kommst du dir trotzdem entgegen. Das ist nervig. Die hier sind natürlich dafür gedacht, gerade für Anker, die du einklebst, wo du zum Beispiel mit 2 Komponentenkleber oder, gibt es verschiedenste Möglichkeiten, ja, arbeitest in einem Bohrloch und da müssen die wirklich staubfrei sein. Vor allem das Bohrmehl muss im Wesentlichen raus, sonst hält das ganze System nicht. Und dafür speziell sind diese gedacht, aber aus meiner Sicht kannst du dann natürlich wunderbar auch normal Löcher bohren und das macht auch wirklich Sinn und wirklich Spaß. Was du bedenken musst bei dem System, es ist so, dass in den ersten 2, 3 Umdrehungen, wenn er eintaucht, bevor dieses Saugloch, ich zeige euch das nochmal, hier vorne an der Stelle, genau hier, bevor das hier verdeckt ist es natürlich so, dass das erste bisschen an Bohrmehl natürlich runterfällt. Ja? Alles, sobald das drin ist, was bei so einem Gerät wahrscheinlich eine Sekunde ist oder 2, wir werden es gleich auch mal sehen, wird dann abgesaugt. Und wenn du fertig bist und gehst noch ein bisschen 1-, 2 Mal rein und raus, ist das wunderbar abgesaugt und du kannst dann sofort mit deinem Anker arbeiten. Das macht schon richtig Spaß. Und deswegen probieren wir es jetzt gleich mal aus und schauen mal, wie gut das denn funktioniert, oder? Und schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr das findet. Als erstes mache ich aber Folgendes, und zwar im Vergleich zu allen 3 Systemen. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Bohrer, das sind 12er, und bohre ganz herkömmlich ein Loch, dass ihr mal seht, wie viel Staub fällt denn da eigentlich an. Und dann vergleichen wir das mit dem Saugbohrer. Schaut mal, wie gut das funktioniert hat. Übrigens ist es wirklich kinderleicht, das hier auch aufzustecken oder abzunehmen. Mit dem Adapter von Milwaukee kein Thema. Es passen aber auch die Adapter von anderen Herstellern drauf. Zum Beispiel Bosch und Festool weiß ich auf jeden Fall. Bei anderen müsste ich es mal testen. Nee, Metabo passt auf jeden Fall auch. Makita weiß ich nicht, müsste aber genauso funktionieren. Also insofern könnt ihr dieses System auch an euren anderen Geräten benutzen. Und nochmal, dass ihr es seht, auch nach benutzen, man kann es einfach wieder abziehen und reintun, aber wenn man das eingesetzt hat, das fällt jetzt auch nicht raus. Ja? Das ist wunderbar gelöst. Was wir aber eben gesehen haben, ist beim ersten Losbrechmoment bekommt ein bisschen Staub hier drauf. Es ist minimal, was da drauf ist und alles andere wird abgesaugt. Und wenn wir uns das Loch jetzt mal anschauen, ist es wirklich so, da ist nichts mehr drin. Das ist echt gut gelöst, wenn du überlegst, was normalerweise wirklich an Bohrmehl da rauskommt, das wird alles komplett hierdurch abgetragen. Es gibt diese Bohrsauger übrigens auch in anderen Größen, natürlich noch viel größer, viel mächtiger und auch dort wird alles entsprechend abgesaugt. Jetzt machen wir aber mal den nächsten Test und zwar nehmen wir jetzt hier unsere Absaughaube und machen nochmal einen Test und saugen einfach mal und schauen, wie viel fällt denn da runter. Und ich denke eigentlich gar nichts. Wir haben jetzt hier mit 32 mm gebohrt, hier mit der Absaughaube. Und was wir sehen ist Folgendes, schaut mal hier, wir sehen, dass hier drin der ganze Staub gefangen wurde.
geht hier in dieses Loch rein und dann wird es hier abgesaugt. Denn hier in diesem Bereich hier wird ein Unterdruck erzeugt, der alles, was hier ist, einfach darunter absaugt. Und schaut mal hier vorne, hier ist schon mal sehr gut abgesaugt auch an der Stelle, aber hier unten ist nichts, weil das, was wir hier jetzt sehen, ist von der anderen Bohrung. Hier ist nichts runtergefallen, das ist doch der Hammer. Und schaut mal, wie groß das Loch ist. Selbst bei diesem Loch nichts. Jetzt wollen wir doch mal schauen, wie wir mit der Aktivabsaugung hier das Ganze machen. Und zwar einfach einmal hier durch und dann hier unten einfach einstecken und zusammen. Und los geht's. Okay, ist Quatsch. Ist wirklich Quatsch. Denn ja, der passt zwar durch, aber dann bräuchte ich natürlich auch eine Aktivabsaugung, die so lang ist. Und so lang ist die hier nicht. Die ist genauso lang, wie sie jetzt hier ist und weiter geht's nicht. Und nochmal für euch, wir haben hier Folgendes, und zwar ein Aktivabsaugsystem. Das steckst du an dein Gerät dran und wir haben hier Kontakte. Hier unten, seht ihr das? Hier Kontakte. Dann verbindet ihr das Gerät und dadurch ist es so, dass hier wirklich ein ganz kleiner Staubsauger angetrieben wird. Und wir können jetzt hier mal rausnehmen. Wir haben schon 1, 2 Löcher damit gebohrt. Moment. So, jetzt hier mal schnell. Ihr seht hier, da drin landet das Bohrmehl. Hier ist auch ein Filter mit drin, alles drum und dran. Setzt das mal wieder ein. Hier vorne haben wir übrigens auch eine Möglichkeit, den Filter abzuklopfen. Und ihr habt vorhin auch gehört, das ist wirklich eine aktive Absaugung. Und das ist einfach ranstecken hier vorne, das Ganze hakt dann ein und dann könnt ihr hier die Länge einstellen. Wir nehmen jetzt nochmal wieder unseren Bohrer und ich zeige euch das mal, wie das funktioniert. Und ihr habt ja hier schon gesehen, dass es gut funktioniert. Standardbohrer, Standardbohrlänge, rein hier. Wobei, nee, dann nehmen wir das andere System. Und zwar können wir hier Folgendes machen, das hier hochdrücken, abnehmen und hier etwas kleineren nehmen für den normal großen Bohrer und jetzt wieder fest. So, jetzt unseren Bohrer einfach reinstecken und los geht's. Ihr könnt übrigens noch Folgendes machen, ihr könnt noch einstellen, wie weit das Ganze einfahren soll. Das heißt, man arbeitet ja häufig bei solchen Geräten hier über so eine Stange, die hier rausguckt und dann bestimmt, wie weit kann ich dann in die Wand eindringen, wie tief soll das Loch sein. Das kann ich hier auch einfach über den Schieberegler machen. Ja, kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte nicht tiefer als so. Ja, dann mache ich ein Loch in dieser Tiefe oder ich mache es zum Beispiel dahin. Dann mache ich ein Loch in dieser Tiefe. Finde ich eigentlich ein ganz schönes System, ja, um das einzustellen. Und das ist schön einfach. Ich kann natürlich auch hier die Länge des Bohrers noch einstellen. So zum Beispiel. Oder. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur einen Bohrer hätte, der nur so lang ist. Ich kann euch das ja mal zeigen. Und wir probieren es einfach mal anders aus. Wir nehmen jetzt mal den kurzen. So. Und da seht ihr schon hier, dass wir es anders einstellen müssen. So, ist ein bisschen zu kurz dafür. Dann können wir es einfach so einstellen und dann passt das. So, aber wieder zurück zum größeren. Was wir aber schon sehen, ist, dass es leicht rausguckt, dass es ein bisschen zu kurz ist eigentlich, hier an der Stelle. Seht ihr, hier ist es vielleicht so 1 Zentimeter zu kurz, aber das ist aus meiner Sicht kein echtes Problem, denn du wirst sehen, dass da kein Bohrmehl groß jetzt rauskommt. Aber wir probieren es einfach aus. Du hast gesehen, auch hier hat das Ganze wunderbar funktioniert, nimmt das Ganze mit. Eine Sache ist wichtig, wenn du rausgehst aus dem Loch, musst du das vorsichtig machen, nicht einfach so zack rausziehen, dann könnte es sein, dass da noch was rausfällt, weil er saugt ja nur das ab, was direkt an der Wand ist. Also vorsichtig ein bisschen vor und zurück, dass das Bohrmehl, was noch im Loch ist, dann rausgenommen wird und dann entsprechend hier noch abgesaugt wird. Das ist aber bei allen Systemen dasselbe, das hat auch nichts mit Milwaukee zu tun, das ist immer dort quasi das kleines Problem. Der Vorteil von diesem System ist, dass es halt wunderbar auf genau dieses System passt, auf den FHX zum Beispiel passt oder auch auf den One FHX passt dieses System hier wunderbar drauf. Finde ich ganz interessant, hatte ich auch schon von anderen Herstellern, benutzt Sandra übrigens extrem gerne. Was du aber eben auch, was ich eben gesagt habe, ist, dass noch Bohrmehl nachkommen kann, das hast du hier halt nicht. Da ist es direkt dran. Was kostet aber das Ganze? Und das ist natürlich für die
übliche Diskussion, was kosten die Systeme hier? Hier ist es so, dass du bei der Absaughaube, bei der universellen Absaughaube, die du für alles nutzen kannst, bist du beim Preis von so rund 50 €. Und wenn du dich für die Systeme interessierst, unten in der Videobeschreibung findest du wie immer den ehrlichen Preisvergleich und das Ganze hier verlinkt. Hier bei dem System, und ich muss sagen, das finde ich einen echt guten Preis, ist es so, bei dem hier, bei den Saugbohrern, haben wir hier einen Preis von 100 €. Das heißt, für 100 € bekommst du den Saugbohrer und 1, 2, 3, 4, 5 Bohrer mit dazu. Und das schon, finde ich, echt ein fairer Deal, wenn du überlegst, was normalerweise Saugbohrer kosten. Oder du nimmst natürlich das System hier, die Aktivabsaugung mit dem kleinen Staubsauger hier dran, der wirklich etwas absaugt, aktiv hier an der Stelle absaugt, du kein weiteres Gerät brauchst. Bei den anderen Systemen hier brauchst du immer noch einen weiteren Absauger oder einen Sauger quasi, genauso wie bei dem hier, muss man sich überlegen. Andererseits ist das hier universell, passt auf jedes Gerät von Milwaukee natürlich und kostet nur 50 €. Oder du nimmst entsprechend dann hier die Saugbohrer. Ich finde das System hier echt gut, dass du das Ganze einfach wechseln kannst und auch austauschen kannst und nicht immer alles wegschmeißen musst. Denn ich finde es wirklich gerade in Zeiten wie heute ein bisschen schade, wenn der Saugbohrer vorne an der Spitze verbraucht ist, was halt normal ist, weil es sind halt Verbrauchsgüter, dass du alles wegschmeißen musst. Hier kannst du es wechseln, finde ich mega, mega gut. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, wie ihr das findet. Ach, übrigens habe ich vergessen. Der FAX kostet so um die 240, 250 €, auch unten verlinkt. Tolles Gerät, 2,5 Joule. Und ich muss sagen, das hat ganz schön Vortrieb. Ich glaube, wir werden den nochmal gegen die anderen testen sollen. Also testen müssen. Schreibt auch das gerne mal unten in die Kommentare. Das soll es für heute sein. Ihr habt gesehen, es gibt wieder verschiedene Möglichkeiten abzusaugen bei einem Bohrhammer. Und ihr seht auch, es macht richtig Spaß. Also keine Ausrede mehr für euch, das nicht zu machen. Also ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.